auf jeden Fall mal peruanisch begrüßen. Und zwar hupen, weil wir hupen hier andauernd. Wir wissen noch nicht genau wieso und weshalb, und welchen Regeln das folgt. Gar kein Deck. Ja, das hinter uns hier ist übrigens der Ort Paracas. Der liegt ungefähr 3 bis 4 Stunden südlich von Lima und genau gesagt hier. Und das ist eigentlich so ein kleiner peruanischer Fischerort, der aber super touristisch ist, muss man sagen. Also als wir hier angekommen sind, waren wir erstmal so ein bisschen erschlagen. Das Gute ist aber, das meiste sind nur Tagesgäste, die den Ort hier für die Touren besuchen. Und dann abends ist hier ziemlich total ausgestorben. Und ja, der Name Paracas kommt daher, dass Para bedeutet so viel wie Regen und Aco bedeutet so viel wie Sand. Und das liegt deswegen, weil hier ganzjährig so regenartige Sandstürme auftreten können. Hoffentlich nicht heute. Hoffen wir auch, obwohl es ein bisschen diesig ist. Ja. Und ein großes Highlight hier ist das Nature Reserve, was direkt vor der Stadt oder vor dem Ort liegt. Und zwar, weil hier die Wüste direkt auf den Pazifik trifft. Und da könnt ihr verschiedene Touren machen. Also ihr könnt eine geführte Tour machen, ihr könnt Buggy fahren, ihr könnt mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Oder ihr erkundet es individuell mit dem Roller. Das machen wir nämlich heute. Das steht Und dann würde ich sagen, here we go! So, wir sind jetzt hier beim südlichsten Aussichtspunkt des Nationalparks angekommen, oder beziehungsweise den wir mit dem Roller befahren dürfen. Und das ist der Playa Supay. Genau, aber insgesamt ist der Nationalpark, ich glaube, 37 Kilometer oder so lang, aber mit dem Roller dürfen wir halt in diesen grünen Teil befahren. Ich glaube, wahrscheinlich brauchen wir 4x4 oder so für das rote hier. Und da unten sind wir jetzt. Übrigens Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h. Das stört uns nicht, weil unser Tacho geht eh nicht. Wir sind immer unter. Ja, weiß auch noch nicht. Ich bin nur hinausgekommen. Mein Helm stinkt ganz schön doll, aber sonst ist doch alles super. Übrigens? Ja, sowas müsste man jetzt haben. Ja, wir sind jetzt hier am Aussichtspunkt La Catedral und das ist ein großer Steinbogen hier gewesen. Der ist aber eingestürzt bei einem Erdbeben 2007. Und wir genießen jetzt erstmal unsere Mittagspause. Die Brusttour ist hoffentlich bald fertig und hier gibt es 2 Aussichtspunkte und wir genießen jetzt erstmal Anis Nudelsalat zum Mittag. You don't need to hesitate, no it's not too late and I wouldn't go without you. I might be able to ease your mind, yes it's magic, don't believe me, just watch me, watch ya. This unraveling thread ends in your defense. You don't even know me and it makes no sense, but if you seek you will find it. Yeah, I'm the king of second chances and one more tries. I give you love, you wanted nothing, it's chemical, hold on to something, we've got enough, so either way you don't need to hesitate. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Landschaft, die wir so gar nicht mit Peru verbunden hätten, das ist echt cool. Erinnert so ein bisschen an Namibia, muss man sagen. Und was bis jetzt ganz cool war, außer bei diesem Le Catedral Aussichtspunkt, waren wir hier auch eigentlich überall alleine. Also voll ist der Park auf jeden Fall nicht. Ja, wir sind jetzt hier am Playa Roja. Der Name schon vermuten lässt, ist der Sand hier tatsächlich rot, was ziemlich einzigartig, glaube ich, auf der Welt ist. Aber wir müssen ganz ehrlich verstehen, zu manchen Bildern im Internet hätten wir uns den Strand größer und die Klippen höher vorgestellt, ne? Ja.
Also er ist dann doch ein bisschen kleiner als erwartet. Übrigens Toiletten und manchmal auch so kleine Snackstände. We've got enough, so either way you don't need to hesitate. Oh my God, I had to let you know that I feel like this. Wir glauben, an dem Strand kann man hier übrigens auch baden, weil da hinten gibt es auf jeden Fall so ein Backtürmchen und hier sind ganz viele Schirme. Aber ihr seht, nichts los jetzt. Vorteil in der Nebensaison zu reisen. Das war auf jeden Fall mal ein richtig schöner Tag. Ne? Fanden wir richtig cool. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wir fanden es mit dem Roller auch ziemlich cool. Ja, das muss man sagen. Also für 20 € am Tag den Roller ausleihen, das hat echt Laune gemacht, hier durch die Gegend zu fahren, durch den Nationalpark. Ist doch ein schöner Tagesausflug. Und ja, wir werden jetzt nochmal zurück in die Stadt, den Roller wieder abgeben, den Abend noch ein bisschen in Paracas ausklingen lassen und hoffen, euch morgen noch zu einem weiteren Highlight mitzunehmen. Sind wir uns aber nicht sicher, wollten wir eigentlich gestern schon machen, wurde dann aber wetterbedingt abgesagt. Von daher schauen wir uns auf uns morgen früh wiedersehen gleich. Ja, wir auch nicht schlecht. Jetzt wollen wir den Motorroller abgeben und der ist zu. Also wir waren jetzt schon innerhalb von einer Stunde zweimal da und sie sagt, er kommt irgendwann später, also die vom Nachbarstand. Aber bis jetzt ist er nicht da. Markus Personalausweis liegt er noch. Den hätten wir ganz gerne wieder. Driving through the mountains, rolling down my window, feel the warmth upon my skin. Summer's golden hour, met by midnight showers, we dance under the evergreens. Oh, it's a good life. It's a good life. See the morning glory with coffee that you pour me, endless reasons to believe. We are here on purpose, and underneath the surface, we're a part of a bigger story. It's a good life. Oh, it's a good life. It's a good life. Oh, it's a good life. Isn't living lovely? Knowing that you love me, your goodness always follows me. And
die Tour hat uns positiv überrascht, ne? Ja, war auf jeden Fall auch landschaftlich was. Das war echt schön. Also wir hatten so im Internet ganz viele gemischte Bewertungen gelesen und waren uns jetzt nicht sicher, was uns erwartet, aber doch, also kann man auf jeden Fall empfehlen, da diese Ballestas Island zu machen, das kleine. Das ist auch, auf jeden Fall, die Tour war halt auch auf Spanisch und auf Englisch, aber auch zu gleichen Teilen. Übersetzt, ja. Also hat uns gut gefallen. Wir können euch jetzt nicht sagen, bei welchem Anbieter es war. Wir haben es hier direkt über die Unterkunft gebucht, aber nach der Reise kommt auf jeden Fall sowieso ein Online-Beitrag dazu auf dem Blog, welche Unterkünfte wir hier auch überall hatten. Schaut uns nochmal rein. Also für 25 € haben wir jetzt beide zusammen bezahlt. Das war auch echt, also das ist voll in Ordnung, der Preis. Das kann man mal machen. Ja. Paracas hat uns gut gefallen, ne? Ja, war ein kleiner, chilliger Ort so, ne? Ja, und auch landschaftlich echt was man gar nicht so unbedingt mit Peru so erwartet hat. Ja, der Kontrast ist halt schön mit Wüste und Meer halt, ne? Das ist schon einmalig. Ja, das Meer werden wir jetzt für längere Zeit nicht mehr sehen, weil für uns geht es jetzt gleich weiter. Wir müssen jetzt noch schnell auschecken. Und dann wird es im nächsten Video auf jeden Fall mächtig sandig bei uns. Von daher, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Schreibt einen netten Kommentar und wir freuen uns. Und ein Like nicht vergessen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao. Oh, it's a good life. Years in